Heute ist der 3. Oktober 2017 und ich beginne mit meinem Remote Viewing Test. Wie immer konzentriere ich mich zuerst einmal auf dieses Formular und ich versuche herauszufinden, was für Linien hier stehen müssten, um mit diesen übereinzustimmen, wenn das dann aufgedeckt wird. Mein erster Gedanke ist eine Wolke. Diesmal ist es halt nicht so, dass ich mal die Linien feststelle, sondern es ist wirklich eine Idee. Als nächstes denke ich, dass hier oben etwas ist, also am oberen Rand des Formulars. Und ich würde sagen ellipsenförmig. Und so kommt mir vor, als würde es da Linien hinuntergeben wie bei einem Trichter. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass es sich dabei um einen Trichter handelt, sondern nur, dass es so aussieht für mich, als wäre es etwas in dieser Form. Jetzt denke ich wieder an ein wolkenähnliches Gebilde. Das kann natürlich eine Wolke sein, aber theoretisch wäre auch möglich, dass es eine Blume wäre oder ein Kopf. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich denke eben nur einmal an diese Form. Denke auch an einen Löwen beispielsweise. Aber das ist jetzt schon wieder geraten. Und Raten ist ja etwas, wovon ich unbedingt wegkommen möchte. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und jetzt denke ich wieder an einen Bogen, so wie vorhin, nur an dem Bogen alleine. Und so, vielleicht weil ich jetzt an Bogen denke, also wenn man Bogen schießt, aber etwas, was sich so wegbewegt, muss sich nicht wegbewegen, aber es schaut so aus, so Striche, die da weggehen. Ich denke an etwas, was sich hochschraubt oder wie eine Schraube halt aussieht, in der einen Ecke und dann eine Ecke wie von einem halben Rechteck. Ich denke fast an etwas Ähnliches wie eine Palme oder sowas, aber ich möchte mich da eben jetzt nicht festlegen, sondern etwas, was so hinuntergeht und das ist jetzt eben wieder geraten, als würde sich eine Palme im Wind bewegen und dann unterhalb etwas, was möglicherweise oval ist, wie eine Küste oder etwas, weil ich eben an Palme denke, denke ich jetzt, das müsste eine Küste sein, denn Palmen schauen ja immer am besten aus, wenn man eine Küste daneben hat. Nur ist das eben geraten. Jetzt denke ich an ein Objekt, das eher zentral ist auf dem Blatt, wobei ich nicht genau ausnehmen kann, was das sein könnte.
Ich denke immer wieder so an Bewegung, so als würde sich da etwas hinbewegen, nach unten hin, und da unten ist dann etwas. Es könnte auch beispielsweise ein Wasserfall sein oder etwas, was fest ist, aber auch etwas, was sich nach unten hin bewegt. Leider ist es jetzt weggegangen, weil ich nicht aufgepasst habe. Ist aber noch immer dasselbe. Ich denke jetzt an etwas, das sich nach unten hin schwer anfühlt. Also etwas, was so hinuntergeht, drückend, schwer. Wobei es auch umgekehrt sein kann. Es könnte auch so sein, aber schwer. Schwer. Beispielsweise, wenn da eine Statue steht oder jemand darauf sitzt, auf einem Stein. Ich denke jetzt, vielleicht weil ich das gezeichnet habe, dass jemand auf etwas sitzt, könnte ein Zaun sein. Und da darauf sitzt und dann hinuntersteigt oder hinunterspringt. Das war mein erster assoziativer Gedanke. Etwas, das so hinaufgeht. Das ist jetzt wieder derselbe Gedanke wie bei Zaun oder einem Stein. Ich denke jetzt eher sogar an einen Tisch, beispielsweise ein Tisch, der da eine Schale hat. Irgendwie kommt es mir wieder so vor, als wäre da ein Lebewesen. Kann ein Mensch sein, muss aber nicht ein Mensch sein. Ein Bogen zu einem schweren Gegenstand, das wiederholt sich faktisch. Nur hinzugekommen ist der Bogen. Und das kann man so weiter. Jetzt im Moment fange ich wieder an zu raten und da denke ich sogar an ein Insekt. Aber ich glaube doch eher, dass es etwas wie ein Stein oder ein steinernes Ding ist. Etwas technisch hergestelltes, nichts Lebendiges. Ich denke schon wieder an etwas im Zentrum, das mich an eine Schüssel oder etwas in dieser Art erinnert. Und darüber etwas, was mir wie ein Mensch vorkommt. Jetzt denke ich an Käse. Das ist nur, weil ich von dieser Form
ausgehend schließe. Und es gibt ein Bild, das ich schon mal hatte, und da gibt es so viele Käse hintereinander. Das schaut so aus, da ist überall Käse und dann stehen da überall die Menschen herum. Und an dieses Bild denke ich jetzt. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich diese Schüssel als Käse bezeichnet habe. Weil ich wieder mal geraten habe. Fast scheint es mir, als wäre das wie eine Pyramide. So. Und da oben ist etwas. Und jetzt höre ich auf, weil sonst dauert es zu lange, und versuche mal herauszufinden, was da zu sehen war. Ecken, Wolke. So. Und da ich wirklich keine Ahnung habe, also ich denke zwar an Menschen, eher Pflanzen, vielleicht Essen, Tiere möglicherweise. Temperatur kann ich nicht sagen. Und ich denke, dass es halb Natur und halb künstlich ist. Bewegung auch schwer zu sagen, also ich lasse es damit bewenden. Es ist eine Pyramide und ich glaube, man kann das ganz gut erkennen. Und das heißt, die letzte Idee war auch die richtige. Und damit darf ich mich für heute verabschieden.